Wir sind heute beim Forbes Money Summit zu Gast und ich freue mich sehr, dass ich heute Stefan Berger von der Faces Media Group bei mir habe. Faces und Forbes haben eine Partnerschaft gegründet im 2024 und ich möchte ganz gerne nachfragen, was bedeutet für dich der erste Money Summit hier in Zürich und wo bist du da dabei? Der Money Summit ist für uns natürlich ein Meilenstein, kann man sagen. Es ist das erste Mal, wo der tatsächlich stattfindet in der Schweiz. Es ist eine weltweite Kampagne, die eigentlich in jedem Land, wo es eine Lizenz gibt von Forbes, stattfindet. Und wir beleuchten hier ja eigentlich Unternehmertum. Es geht bei Forbes um unternehmerischen Kapitalismus und das probieren wir hier kontrovers zu diskutieren und ist für uns eine riesige Geschichte natürlich. Jetzt haben wir in der Gästeliste heute gesehen, da hat es sehr bekannte Namen gehabt, unter anderem den Peter Brabeck. Gibt es jemanden von den Gästen dabei, wir haben noch nicht alle Gespräche gehört, aber kommen noch, wo du sagst, das darf ich nicht verpassen oder vielleicht auch schon gehört hast? Du hast es bereits angesprochen, Peter Brabeck ist natürlich ein riesen Highlight mit seiner Erfahrung bei Nestlé und als Geschäftsführer, aber auch die unternehmerische Art, die er eigentlich hat und die Art und Weise, zu sagen, was er wirklich denkt. Ich glaube, das ist jetzt für mich definitiv das Highlight vom Tag. Ja. Reden wir doch gerade noch über das Unternehmerische oder auch das Thema Leadership. Du hast gerade angesprochen, Peter Brabeck, jemand, der sehr geradeaus ist und sagt, was er denkt. Hast du selber in deiner Rolle Vorbilder, was das anbelangt? Wie gehst du durch den Alltag durch, wenn du dein Unternehmen führst? Das ist eine gute Frage. Vorbilder, für mich ist sicher Richard Branson ein riesen Vorbild, wo denke ich auch übrigens mit einem Magazin gestartet hat, eine Schülerzeitung, wo er hat angefangen quasi Platten zu verkaufen mit dieser Schülerzeitung und die Platten sind dann das grosse Geschäft geworden eigentlich später und dann Virgin und was Virgin, noch genau Virgin selbstverständlich Records, weisst du das mit dem Magazin, was jetzt für mich unbekannt war. Ja, okay. Also das ist ein grosses Vorbild sicher für mich. Im Marketingbereich würde ich jetzt vor allem sagen, aber auch im Bereich von Risiken eingehen, immer wieder Neues probieren, sich immer wieder neu zu erfinden, ist es ein riesen Vorbild und das probieren wir auch so zu handhaben natürlich. Das sprichst du von mir, also es heisst Faces Group versucht das zu handhaben und jetzt du persönlich? Ja, ich persönlich auch. Also ich bin jemand, wo immer ein bisschen auf verschiedenen Hochzeiten tanzt. Oder soll ich sagen, ich habe jeden Tag neue Ideen. Und ich bin froh, dass ich aber ein Team um mich herum habe, das mir hilft, dann das auch zu Boden zu bringen. Das ist jetzt nicht unbedingt meine grosse Qualität. Aber ich denke, in dem Sinn bin ich auch Richard Branson also ein bisschen ähnlich, oder? Wenn auch vielleicht jetzt nicht noch nicht auf dem gleichen Niveau, aber das ist für mich persönlich eigentlich auch so. Also wie gesagt, ich bin jemand, der immer an verschiedenen Ideen dran ist und mich eigentlich ständig probiert auch neu zu erfinden. Mich als Person und natürlich auch uns als Unternehmen. Reden wir gerade darum, über das neue Erfinden. Also ich habe es angesprochen, seit Anfang dieses Jahres gibt es die Partnerschaft mit Forbes. Ist das ein Teil des Neuerfinden? Absolut. Also bis jetzt haben wir eigentlich strikt so Partnerschaften abgelehnt, muss ich sagen. Wir sind oft gefragt worden, ob wir die Vermarktung von anderen Medientiteln übernehmen möchten. Wo dann Forbes kam, haben wir nicht mehr Nein können sagen, weil das natürlich auch so eine fantastische, grossartige Marke ist, die es seit 1917 gibt. Und wo ich denke, wo auch unsere eigene Marke Faces sehr, sehr gut ergänzt. Ja, wie gesagt, dort haben wir nicht mehr Nein sagen und haben dann dort uns in diese Richtung auch weiterentwickelt. Ja. Und dann reden wir doch gerade abschliessend über das. Also ich hoffe, es ist nicht das Müssen, sondern Wollen und Dürfen. Wenn man jetzt ein bisschen ausblickt, was möchtet ihr gerne mit dieser Plattform, also vor allem auch mit dem Money Summit, erreichen in Zukunft? Gibt es da Vision oder Pläne? Oder einfach mal starten und schauen, was passiert? Was wir einfach generell probieren, ist das Unternehmertum in den Vordergrund zu rücken, weil wir der Meinung sind, gerade in der Schweiz, oder, es geht nicht nur um die ganz, ganz grossen Unternehmungen, sondern es geht auch um KMU, dort passiert Innovation, dort werden neue Arbeitsplätze geschaffen. Und ich glaube, da probieren wir noch ein bisschen mehr so ein bisschen outzupointen und einfach sichtbarer zu machen und dem eine Plattform zu geben. Ich glaube, das ist generell
etwas, wo auch mich persönlich als Unternehmer einfach gerade sofort angesprochen hat, wo mir noch ein bisschen gefehlt hat, weil Faces ist ja mehr so ein bisschen die Lifestyle-Schiene und die Perspektive. Da kommt jetzt nochmal die Business-Perspektive dazu und ich finde es enorm spannend und eine schöne Aufgabe. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht, weil ich selber komme ja auch aus dem Entertainment-Bereich und ich finde, dass die Parallelen mit dem Business sehr gross sind und darum freue ich mich sehr, dass ihr das in Zukunft noch mehr verknüpft und nach außen tragen werdet. Vielen Dank, Stefan Berger, bist du im Gespräch gewesen. Danke dir.